Hallo, hier ist Emma Magians. Heute dreht sich alles um ein aufregendes Thema. Backen mit Wildhefe. Ich möchte meine eigenen Erfahrungen, Tipps und Tricks mit euch teilen, sowie einige leckere Rezepte vorstellen, die mit Hefewasser zubereitet werden können. Bevor wir in die Details einsteigen, möchte ich meine eigenen Erfahrungen mit der wilden Hefe teilen. Ich kann euch sagen, es war eine faszinierende Reise, als ich diese alternative Methode zum Backen entdeckt habe. Als ich zum ersten Mal davon hörte, war ich neugierig und aber auch ungläubig. Ich begann damit, meine eigenen Hefekulturen herzustellen und erlebte den faszinierenden Prozess der Fermentation. Die Ergebnisse waren erstaunlich und anfangs aber auch frustrierend. Denn außer die Informationen zur Herstellung gab es nirgendwo Details, wie man nun hiermit backt. Daher wusste ich nicht, dass sich die Teigstruktur verändert und auch nicht, worauf ich bei der Herstellung der eigenen Hefe achten muss. Ganz zu schweigen davon, in welchem Mengenverhältnis das Ganze anzuwenden war. Auch war mir nicht klar, wie lange ein Teig gehen muss. Aus den mir bekannten 30 bis 60 Minuten wurden plötzlich 10, 12 oder gar 24 Stunden bei meinem ersten Brioche. Das kann einen Hobbybäcker anfangs abschrecken und sogar davor abhalten, diese Köstlichkeit einmal auszuprobieren. Nun möchte ich euch einige hilfreiche Tipps und Tricks mit an die Hand geben, die ich während meiner Hefewasser-Backexperimente gelernt habe. Einer der wichtigsten Tipps ist, immer eine aktive und gesunde Hefekultur zu haben. Dafür ist es wichtig, die wilde Hefe regelmäßig zu füttern und zu pflegen. Dabei benötigt sie die richtige Temperatur. Sie mag es kuschelig warm. Außerdem empfehle ich, die Wassermenge in den Rezepten anzupassen, da ihr mit der Hefewasser zusätzliche Feuchtigkeit enthält. Also ihr gebt da ein bisschen mehr hinzu. Teige mit der selbst hergestellten Hefe sind generell auch noch weicher. Sie schwimmen sozusagen ein wenig. Aber nun zu den aufregenden Teilen, den leckeren Rezepten, die mit Hefewasser gebacken werden können. Und hier sind einige meiner persönlichen Favoriten. Ein Klassiker, den ich gerne mit Hefewasser backe, ist ein saftiges Hefewasserbrot. Der Geschmack und die Textur sind einfach unglaublich. Außerdem habe ich auch Hefewasser für süße Leckereien wie Zimtschnecken und Hefekränze verwendet. Die Aromen sind einfach unwiderstehlich und ihr findet die ganzen Rezepte natürlich auf meinem YouTube-Kanal Emma backt, aber auch bei Facebook, Instagram oder auch bei Pinterest habe ich euch alles nochmal verlinkt. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und natürlich gibt es auch noch bald ein schönes neues Buch von mir. Aber ich möchte euch generell mit diesem Podcast einfach dazu ermutigen, mit Hefewasser zu experimentieren und eurer Kreativität einfach mal freien Lauf zu lassen. Ich habe schon sehr viele Rezepte, aber es gibt auch einiges, was ich noch gar nicht ausgetestet habe. Deswegen probiert es selber auch noch mal aus und ihr könnt wirklich alles hiermit backen und sie auch mit Sauerteig und Lievito Madre kombinieren. Das ist nochmal ein ganz anderes Level von Backen. Einige schwören darauf, nur zum Beispiel mit Sauerteig oder Lievito Madre zu backen, aber kombiniert das einmal mit der selbst hergestellten Hefe. Ihr werdet wirklich erstaunt sein. Es ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Hefewasser in verschiedenen Backrezepten zu verwenden. Ihr könnt es für Baguettes, Pizzen, Donuts und sogar für Kuchen und Torten ausprobieren. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und entdeckt neue Geschmackskombinationen. Ich hoffe, dass ihr inspiriert seid, selbst mit Hefewasser einmal zu backen. Und mit den richtigen Tipps und Tricks könnt ihr wunderbare Ergebnisse erzielen und eure Backkreation auf ein neues Level heben. Wenn ihr wissen wollt, wie man Hefe selber macht, ihr findet das auf meinem Kanal und ich verlinke euch das nochmal unten in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und viel Spaß beim Backen mit Hefewasser. Wollt ihr alles einmal genau anschauen?
Dann kommt zu meinem YouTube-Kanal Emma backt und schaut euch einmal die köstlichen Backwaren an. Habt ihr Lust auf mehr bekommen? Dann folgt mir, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma.